Hallo liebe Leute, diesmal hier aus der Elektronikwerkstatt. Heute versuche ich mal einen Akku zu reparieren, also die Zellen zu tauschen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit. Denkt dran, ich bin auch kein Profi da drin. Ich versuche auch alles nach bestem Wissen jetzt umzusetzen. Aber ich denke mal, das sollte eigentlich funktionieren, da ich mich ein bisschen damit jetzt beschäftigt habe. Wir versuchen heute einen Akkupack zu reparieren von so einer Taschenlampe. Schon ein riesen Trümmer. Das ist keine LED-Technologie, sondern so eine Gasentladungslampe ist da drin. So ein bisschen mit Xenon. Und der ganze Batteriepack ist in so einer Aluminiumgehäuse integriert. Kann man reinschieben. Das aktuelle Verhalten ist folgendes. Man lädt auf mit dem Ladegerät, schaltet dann die Lampe ein. Die Gasentladungslampe leuchtet ganz kurz, sie will also hochfahren, die braucht halt einen Moment und dann zack ist der ganze Strom weg. Also am Ausgang kann man nichts mehr messen. Ob sich jetzt die Reparatur dann lohnt, wenn ihr das selber repariert, müsst ihr einmal durchkalkulieren. Zum Beispiel was die Zellen kosten und ob ihr alles an Equipment da habt. Da müsst ihr halt für euch entscheiden, ob sich das für einmalig lohnt oder ob ihr öfter vielleicht damit dann was machen werdet. In diesem Fall haben wir 18650 Zellen da drin. Da müsst ihr dann mal schauen, was ein Stück kostet. Ich würde euch empfehlen, kauft die am besten nur von Herstellern, die jetzt hier in Deutschland direkt liefern. Und vor allem ganz wichtig, auch mit einem Datenblatt, ne, dass ihr alle Informationen dazu kriegt. Ersatzakku kriegt man für diese Lampe hier aktuell gerade nicht. Das ist so eine China No-Name-Marke. Ich habe mal nachgeschaut, die Lampe an sich liegt ungefähr bei 160 Euro. Ja, wenn man jetzt das ganze Equipment nicht hat, also das Werkzeug, muss man erstmal hochkalkulieren, ne, ob sich das irgendwie lohnt. Ansonsten für mich, ich habe mir jetzt auch extra zum Beispiel das Punktschweißgerät geholt, um solche Zellen zu schweißen. Man schweißt dann diese kleinen Batteriefähnchen da dran. Habe ich jetzt mir einmal besorgt, weil es mich einfach interessiert. Aber das muss man natürlich eigentlich auch irgendwie ein bisschen mit in die Kalkulation mit reinrechnen, ne, wenn man das jetzt nur einmal machen möchte. Ich nehme euch jetzt Schritt für Schritt mit und denkt dran, ich mache alles nach meinem besten Wissen. Das heißt nie, dass das der perfekte Weg ist. Ihr müsst selber schauen oder vielleicht habt ihr in einem Punkt sogar mehr Wissen als ich. Dann könnt ihr dann natürlich da eingrätschen und auch mal in den Kommentar schreiben, wo ich was falsch mache. So, also ich habe schon mal das auseinandergebaut, weil ich damit ja schon angefangen hatte, die Tage mal. Also hier drin sind die Akkuzellen verbaut. So, hier haben wir die Federkontakte, die greift dann in der Taschenlampe ein auf der Platine. Insgesamt haben wir hier 9 Zellen. Auf der anderen Seite haben wir noch eine kleine Platine. Da ist der Taster und Status-LEDs drauf. Und ein wichtiger Part ist vor allem dies hier. Das ist die Platine für die Akkus. Oft ist auch BMS, Batteriemanagementsystem genannt. Da ist oft die Schutztechnologie auch drauf und teilweise irgendwie Balancer, die dann ausgleichen, dass jede Zelle seinen Strom oder seine passende Spannung kriegt. Und über Ladeschutz und Temperaturschutz und solche Sachen. Das ist immer ganz wichtig. Ja, dann haben wir noch ein Ladegerät. Da sehen wir hier schon 12,6 Volt. Das heißt, das ist extra schon abgestimmt jetzt für diesen Akkutyp. Eben einmal prüfen, wie der Aufbau auch überhaupt ist hier bei dem Akku. Also wir haben insgesamt 9 Zellen und jeweils 3 Stück sind in ein Paar parallel angeschlossen. Das heißt, hier ist überall der Pluspol zusammen, Minuspol, hier auch. So, oft habt ihr hier auch so Nummern drauf. Die zeigen euch oft, was das für ein Zellentyp ist. Bei mir aktuell hilft es leider nicht viel. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut. Das hier ist für mich wichtig. 11,1 Volt steht hier. Und 8700 Milliampere-Stunde. Dann ist noch wichtig hier steht Lithium-Batterie. Nicht höher als 2,8 Volt laden.
So, also 11,1 Volt wird hier als nominale Spannung angegeben. Wir haben 3 Paare. Wenn ich also die 11,1 Volt durch 3 teile, komme ich auf 3,7 Volt. Das ist auch so der Standardbereich für so eine 18650 Zelle. Das heißt, oft ist der Bereich 3,7 bis 4,2 Volt. Das heißt, voll aufgeladen hat die dann 4,2 Volt. So, wenn ich jetzt 4,2 Volt mal annehme, mal 3, also 3 Paar wieder, komme ich auf 12,6 Volt. Das hört sich wieder ganz gut an, weil 12,6 hat ja auch das Ladegerät als Entspannung. Das heißt, wir suchen auf jeden Fall einen Zellentyp 3,7 bis 4,2 Lithium-Ionen. Was jetzt noch wichtig ist, die Milliampere-Stunden. Wir sind ja jetzt hier stehen geblieben, dass wir 3 Paar haben. Und die 3 Paar sind jetzt wieder in Serie angeschlossen. Das heißt, Plus an Minus, Plus an Minus, Plus Gesamt, Minus Gesamt. Das heißt, wir haben da wieder unsere 3,7 mal 3, also 11,1, beziehungsweise wenn es voll ist, bis 12,6, weil das Ladegerät ja bis 12,6 dann geht. Wir haben ja also hier 3 Zellen immer parallel zusammen, das heißt, hier addieren wir dann die Kapazität. Also haben wir hier 8700, ist ja angegeben, geteilt durch 3, haben wir 2900 mAh. Also das ist jetzt der Typ, den ich dann für eine Nachbestellung suche. Fällt euch auf, dass ich mich hier irgendwo vertue oder so, oder ihr habt sowas durch Erfahrung schon öfter gemacht, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ne, ob ich irgendwo einen Gedankenfehler habe. Ansonsten, ja, machen wir jetzt erstmal weiter. Ne? Das sind die Zellen, die ich mir jetzt besorgt habe. Hier vom deutschen Händler mit Datenblatt. So, dass ich zumindest ein gutes Gefühl habe. Preis war jetzt hier, schauen wir mal eben, bei 9 Stück 3,95 €. Wir haben jetzt extra hier keine Lötfahnen dran und bündige Kontakte. Dann haben wir hier unsere 4,2 Volt. Hier 3,6 bis 4,2. Mit 3,7 habe ich jetzt keinen gefunden. Ich denke, das geht aber auch klar. Also 3,6 bis 4,2 Volt, 2900 mAh. Was dann auch noch oft wichtig ist, wenn ihr so Geräte habt, die dann viel Leistung rausziehen, maximal Entladestrom. Das wäre auch noch ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen muss, je nachdem, was man da für ein Gerät hat. Der kann jetzt hier zum Beispiel 8,25 Ampere maximal entladen aus der Zelle. Maximalen Ladestrom gibt es auch noch, das wird aber hier, denke ich, alles wohl passen. Ist hier maximal 2,75 Ampere. Ja, dann Durchmesser 18,35 mm. Dafür steht hier im Batterietyp 18650. Das ist für die Dimension. 18 im Durchmesser, dann hier knapp 65 in der Länge. Wichtige Hinweise hier, dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden. Ne? Ganz wichtig, die Zelle hat nämlich hier, die Zelle an sich, keine Schutzelektronik. Das erkennt man oft, wenn hier noch hinten oder an den Seiten noch irgendwie eine kleine Platine ist. Das hier ist eine blanke Zelle, das heißt, die hat keine Schutzelektronik. Die könntet ihr also, wenn ihr die so verbaut, komplett tief entladen werden oder überladen werden, wenn eure Ladetechnologie, Ladegeräte nicht das beachtet. Deswegen, das ist der Part, der hier ganz wichtig ist, der dann hier auf der Platine ist. Auch immer dran denken, ne? So Zellen sind echt kein Spielzeug, sind auch gefährlich, wenn man die jetzt falsch handhabt, zu heiß wird oder wenn ihr da dran rumlötet, kann auch teilweise gefährlich werden. Da erinnere ich mich dran, dass ich mal als Jugendlicher eine 9 Volt Batterie ein Kabel dran gelötet habe und dann die erste Zelle da drin mir um die Ohren geflogen ist, weil die anscheinend zu heiß geworden ist. Also immer alles mit Vorsicht genießen auch. Ne? Wir gucken uns hier nochmal eben an, was ich hier gerade aufgezeichnet habe, wie die hier angeordnet sind, wie ich da überhaupt drauf komme. So, hier haben wir Kabel, die
da angeschlossen sind an den Minuspol. Das geht zur Schutzelektronik. Hier haben wir jetzt diese Kontaktstreifen. Die haben jetzt untereinander hier bei diesen drei den Pluspol zusammen gemacht. Und dann geht das auf den Minuspol von dem nächsten Paket. Das gleiche haben wir dann hier auch nochmal. Somit haben wir 3 parallel geschaltete Gruppen in Serie hier angeschlossen. Das hier ist irgendwie kompliziert an. Also die 3 sind parallel, die 3 sind parallel, die 3 und das Paket und das in Serie, ne, in Reihe. Ja, dann fangen wir jetzt erstmal damit an und schauen, was hier überhaupt so passiert. Das Ladegerät hat hier eine Statuslampe, Status-LED, die zeigt rot, wenn er lädt und grün, wenn er voll ist. Und da schauen wir jetzt erstmal, dass das Ladegerät sagt, die sind voll und dann schauen wir mal weiter. So, die LED ist jetzt grün, das heißt, das Ladegerät zeigt an, die 12,6 Volt sind anscheinend hier erreicht. Das heißt, alle Batteriezellen sollten jetzt demnach voll sein und das schauen wir uns jetzt einmal an. So, ich habe jetzt mal Kabel vorbereitet hier mit einer Klemme dran und ich schließe die jetzt mal hier an 4 Punkten an, damit ich hier mal ein bisschen was prüfen kann. Wir haben hier einmal Plus- und Minusleitung, die überhaupt zur Taschenlampe halt geht und wir haben Plus und Minus von dem gesamten Batteriepaket. Die schaue ich mir jetzt einmal unabhängig voneinander an und löte dazu meine Prüfkabel mit dran. Dann kann ich gleich mal mit dem Messgerät dran schauen, was da so passiert. Als erstes gucke ich mir mal die Batteriespannung an. Ich habe die Klemmen eben abgemacht, komme ich besser hier mit dem Oszilloskop dran. Das nehme ich jetzt mal das Messgerät. Aufpassen, dass hier kein Kurzschluss hier macht. So, dann schauen wir eben hier mal auf dem Messgerät. Zeit hier perfekt, schaut mal, 12,6 Volt. So, schauen wir jetzt auch nochmal im Vergleich, was zu der Taschenlampe geht. So, 12,59 Volt zeigt er aktuell an. Schauen wir jetzt mal, dass wir das unter Belastung testen. So, da ich ja leider die Taschenlampe an sich nicht als Last direkt anschließen kann, weil ich leider baulich bedingt da nicht rankomme, nehme ich jetzt erstmal, ich habe leider keine perfekten Lastwiderstände jetzt hier gefunden in dem Bereich, den ich bräuchte. Deswegen habe ich jetzt hier mal aus 3D-Drucker habe ich noch 3 Heizkartuschen. Das passt eigentlich auch ganz gut. Da haben wir jetzt 2,5 Ampere Belastung dann drauf. Und dann schauen wir uns mal auf dem Oszilloskop gleich an, wie sich das so verhält. Und seht ihr, was jetzt hier passiert? Boom. Runter, 3 Volt, 3,1. Ich habe die Last schon abgemacht. Das ist halt das, was überhaupt nicht in Ordnung ist, ne? Also das waren jetzt gerade mal 30 Sekunden mit einer Belastung von 2,5 Ampere. Ganz schlecht. Ganz wichtig, die Spannung ist ja jetzt zack, rapide gesunken und fast auf 0 gefallen. Wir können auch die Batterie nicht mehr einschalten. Das heißt, im Idealfall hat jetzt die Schutzschaltung der Batterie eingegriffen, ne? So, jetzt schauen wir uns noch dazu im Vergleich die Batteriespannung selbst an. Also die Spannung, die direkt an den Batteriezellen anliegt, vor der Schutzplatine. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch 12,3 Volt. Wahrscheinlich hat die sich gerade auch erholt. Das können wir uns jetzt auch nochmal im Vergleich angucken, wenn ich nochmal im Volllade und nochmal Belastung drauf mache. Wahrscheinlich ist die Spannung runtergegangen ein bisschen und hat sich wieder etwas erholt. Also eben nochmal Ladegerät dran, nochmal vollladen und dann schaue ich mir die Seite auch nochmal an. Das ist auch interessant. Dann schließe ich einmal die Last wieder an und dann schauen wir mal auf der Batteriespannungsseite.
wie es da so aussieht. Hier sehen wir direkt, wie es fällt, wenn die Belastung dran ist. So, hier sehen wir gerade, Licht ist ausgegangen, also der Strom zur Taschenlampe hin ist gekappt worden. Und jetzt seht ihr direkt wieder, ne, wie die Zellen sich erholen. Hier hat die Schutzschaltung eingegriffen, zack, und auf einmal geht die Spannung wieder hoch. Ne? Da sieht man immer, dass die Zellen sich immer wieder regenerieren. Die Spannung steigt jetzt immer wieder, hier 10,6 gleich schon wieder, 10,7 gleich, aber unter Belastung können die das halt dann nicht. Ne? Naja, gut, dann würde ich mal sagen, müssen wir die Zellen tauschen, die sind dann wohl hin. Gut, also den Akku haben wir jetzt ja soweit geprüft. Ich würde aus meinem Verständnis sagen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Der bricht zu schnell ein unter Last. So, also werden wir jetzt mal die Zellen tauschen, damit man das jetzt gescheit macht mit diesen Lötfahnen, also diese Anschlussfähnchen, die ja hier so dran sind. Um das jetzt gescheit nachzubauen, habe ich mir jetzt so ein Punktschweißgerät geholt. Hört sich jetzt erstmal so krass an, ist dabei nur so ein kleines Gerät. Gibt es in verschiedensten Ausführungen, irgendwie mit 2 Kabel dran und so weiter und so weiter. Da will ich auch gar nicht so nah drauf eingehen. Ich habe mir jetzt dieses hier geholt, einfach weil es handlich ist und die Leistung davon reicht hier für meine Blechstärke. Die geben dann oft an, welche Blechstärken man damit schweißen kann. Ja, und hier drin ist wieder ein Akku. Fand ich jetzt ein bisschen schade, dass die meisten Geräte auf dem Markt selber wieder einen Akku haben. Nicht, dass man nachher das so selten benutzt und der Akku davon wieder kaputt geht und man die wieder reparieren muss. Naja, hat jetzt ca. 50 € gekostet, verlinke ich euch unten mal und hat bis jetzt ganz gut im ersten Test funktioniert. Dann habe ich hier mal ausprobiert. Das können wir jetzt auch noch mal eben, das hier ist eine kaputte Zelle, da können wir jetzt auch noch mal eben erstmal einen Test machen. Das ist also dieses Blech, was man kriegt. Das gibt es in verschiedenen Stärken. Da habe ich mich jetzt dran gehalten, was da an dem Akku so selber dran ist. So, der hat hier ein paar LEDs, wo der anzeigt, welche Stärke und ob man einen manuellen Modus nehmen möchte oder den automatischen. Beim automatischen fängt er an, sobald er unten Kontakt erkennt, etwas verzögert danach zu schweißen. Beim manuellen muss man den Knopf drücken und es muss unten Kontakt sein. Also der erkennt, ob ein Kontakt da ist, ob es gleitet und den Knopf dann drücken. Ja, hier oben stellt man die Stärke ein. Das habe ich jetzt tatsächlich auf Vollgas, weil das Ergebnis davon am besten bis jetzt war. Das probieren wir jetzt einmal noch mal so aus. Könnt ihr euch das einmal angucken. Hier seht ihr auch, da habe ich gar nicht abgekriegt. Da war ein Rest von der originalen Lötfahne dran. Gucken, ob ich das irgendwie so, ihr auch was seht. So, Achtung. Zack. So, da haben wir jetzt hier die paar Punkte da drauf. Und dann kriegt ihr das eigentlich auch nicht mehr ab. So, dann starten wir mal mit dem Nachbau.
Jetzt geht es mal weiter hier. Ich habe jetzt soweit die Zellen zusammengelötet. Das heißt, ich habe überall jetzt versucht, dann auch diese so ein Ausgleichselement zu machen, damit man die auseinanderziehen kann. Und dann jedes Mal noch so ein Blech, wo dann ein Kabel dran kann. Das ist gerade wahrscheinlich für die Schutzschaltung wichtig. Oder die Balancer-Funktion, hoffe ich, die da drin ist, die dann prüft, welches Päckchen, welches Pärchen, welche Spannung hat. Jetzt mache ich schon mal hier Lötzinn dran. Hier kommt direkt nachher die Platine dran an das Fähnchen. Und da kommen die Kabel. Ja gut, ich würde das jetzt erstmal ein bisschen fixieren, damit das nicht auseinanderfällt wieder, und dann die Schutzschaltung hier anlöten. Übrigens, hier als Info, gerade beim Punktschweißen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, der hat zwischendurch, ich glaube die Batterie war nicht leer, sondern dass er erkennt, wenn es zu warm wird, dann hat er zwischendurch abgeschaltet, da musste ich ein bisschen warten. Das hier ist Kapton Tape, hitzebeständige Klebebänder, die waren original auch da dran. Das nehme ich jetzt auch wieder. So, da haben wir schon ein relativ stabiles Batteriepack. Hält gut zusammen. Wichtig ist, habe ich vorhin kurz einmal gezeigt, einmal untereinander vermessen, ob das so passt von der Spannung. Die zwei Fähnchen müssen die Gesamtspannung haben. Und hier immer untereinander jeweils die 3,7 bis 4,2 Volt. Hier sehen wir jetzt auch mal noch die anderen Bauteile da drauf, auf der Rückseite von der Schutzplatine.
nochmal im Final messen. 10,83, 3,61, 3,62. Ich würde mal sagen, die sind dann relativ leer gerade. 3,61. So, Ladegerät sagt, fängt an zu laden. Hier haben wir das Ladegerät mit angeschlossen. Ja, wir lassen das Ladegerät jetzt mal ein bisschen dran und gucken mal, was so passiert. So, kleinen Zeitsprung hinter uns. Hat jetzt doch ein bisschen gedauert, ist aber auch gut so, weil so sieht es auch ganz richtig aus. Hat jetzt bestimmt hier 4 Stunden geladen. Jetzt ist die Lampe gerade eben auf grün umgesprungen. Jetzt sind wir hier bei 12,7 insgesamt. Es sollte so theoretisch bei 12,6 aufhören. Das passt dann ja auch wohl mit ein bisschen Abweichung. Und genau, das ist jetzt die Gesamtspannung. Jetzt schauen wir uns das nochmal an, ob alle Zellenpakete passend geladen auch sind. Die sollten im Idealfall alle die gleiche Spannung haben. Dafür ist dann auch dieser, so wie ich das verstehe, auch dieser Balancer auf dieser Schutzschaltplatine da mit drauf. Der prüft, ob alle Pärchen gleich geladen werden. Ja, schauen wir mal, das Ergebnis sieht auch gut aus. 4,23. Das nächste 4,23. Ja, 3. Top. Letzte. Ja, wunderbar. Was will man denn mehr? Das sieht doch komplett richtig aus. Schön, das freut mich. Das heißt, jetzt kann ich das auch mal zusammenbauen. Das habe ich mich vorher nicht getraut, bevor ich nicht sehe, dass das auch abschaltet und dass sie richtig geladen werden. Ich werde das jetzt hier noch mal ein bisschen verkleben. Ja, ansonsten wichtig, achtet auf alles, was original so war. Ich habe zum Beispiel unter der, hier war die Platine drauf. Da habe ich auch hier dickeres Kapton-Tape mehrlagig drunter gemacht. Ja, jetzt mache ich das alle mal wieder zu einem Akkupaket und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alles zusammen habe. So, jetzt kommt der spannende Moment. Akku-Pack einmal in die Lampe einbauen oder einsetzen, das wäre jetzt kein richtiges Bauen, einsetzen und schauen, ob es funktioniert. Ich hoffe, du. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Rappelt nichts. Ich habe neue Schaumstoffeinsätze noch reingemacht. Die alten sind beim Rausmachen kaputt gegangen, weil alles so verklebt war. Ja, schauen wir mal. Ich habe die Lampe übrigens auch noch nie angesehen. Ne? Das sollen, glaube ich, 3 Helligkeitsstufen sein. Ich sehe jetzt gar nicht viel Unterschied. Aber ja, für uns heute ist erstmal der Akku wichtig. Oder fährt die noch weiter hoch? Vielleicht braucht die einen Moment, ne? Ich glaube, heller wird es nicht. Ist auf jeden Fall auch richtig bläulich, das Licht im Vergleich zu normalen. Ja, cool. Also für uns jetzt erstmal so, wir wollten ja den Akku reparieren. Das hat funktioniert, würde ich mal behaupten. Aufladestatus hat hervorragend funktioniert. Und alles, was ich so prüfen konnte, auch. Und jetzt teste ich die mal im Alltag und guck mal, was so geht. Aber es sieht erstmal super aus. Schön. So, liebe Leute. Der dicke Prügel hier ist wieder fertig. Der funktioniert. Wunderbar. Freut mich richtig. So, liebe Leute. Video ist zu Ende.
Zum Glück mit einem erfolgreichen Ergebnis. Das beruhigt mich. Ja, an sich mit ein bisschen Vorarbeit und wenn man sich in das Thema ein bisschen einarbeitet, da geht das. Aber ne, wirklich vorsichtig sein, falls ihr sowas nachmacht, mit Batterien zu spielen, ne, ist kein Spaß. Ist immer noch gefährlich, ist vor allem, wenn da mal irgendwo ein Kurzschluss passiert oder so, muss man schnell reagieren können. Also immer schön mit Vorsicht genießen das Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Seid beim nächsten Mal auch gerne wieder dabei. Und lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo da und einen Kommentar gerne auch. Und wer möchte, darf mir auch gerne auf Instagram folgen. Dort kriegt man ganz andere Einblicke als hier bei YouTube. Kürzere, schnellere Videos kriegt man da mit, was ich im Alltag so mache. Und danke fürs Einschalten und für euren Support. Bis zum nächsten Mal.